herzlich willkommen zu einem neuen Storytime Tuesday. Wir sprechen heute über unsere Vietnam-Reise. Wir haben da ein paar Fragen uns vorbereitet und auf die werden wir eingehen, Schritt für Schritt, und euch so ein bisschen was über Vietnam erzählen. Genau, die erste Frage lautet auch direkt: Wie lange waren wir in Vietnam und wo waren wir? Genau, also wir waren im Süden von Vietnam und waren dort 2 Wochen und haben in Saigon gestartet, sind dann mit einem Inlandsflug nach Da Nang geflogen, runtergefahren nach Hoi An, Nha Trang, Da Lat, Mui Ne und dann zum Schluss sind wir von Saigon dann weitergeflogen. Genau, und eine Einreise ist total easy. Du hast als deutscher Staatsangehöriger keine Visumspflicht und kannst bis zu 45 Tage ohne Probleme dort rumreisen. Was nach den 45 Tagen ist klar, dann brauchst du halt ein Touristenvisum. Kannst du ja auch beantragen, wenn du schon von vorne ab weißt, dass du länger dort bleiben möchtest. Aber ja, sonst total easy die Einreise. Was du dann allerdings auch benötigst ganz oft, ist dann ein Rückflugticket, was du dann schon vorlegen musst bei der Einreise. Dann die nächste Frage. Welche Transportmittel haben wir genutzt? Wir haben einen Inlandsflug gehabt von Saigon nach Da Nang und dann sind wir meistens mit den Schlafbussen rumgefahren. Also wir sind nicht immer über Nacht gefahren, aber wir hatten trotzdem die Möglichkeit, uns hinzulegen. Und es war auch eigentlich richtig cool. Also das ist eine richtig coole Möglichkeit zu reisen, weil es halt mega bequem und komfortabel ist. Und ja, so kann man gut die Zeit überbrücken. Und vor allem nachts, da kann man halt auch echt relativ gut schlafen, wenn der Bus nicht gerade durch zu viele Schlaglöcher fährt, ne? Ja, und auch sonst waren wir mit dem Roller wieder unterwegs, den du da günstig mieten kannst. Und wir haben Grab benutzt als Taxi-App sozusagen. Ja. Ruhe! Da wird wieder Murmeln gespielt da oben. Die Schlafbusse kannst du bei Want2Go Asia buchen, wie eigentlich überall in Südostasien, total easy. Dann wird dir der Standort freigegeben, wo dann der Treffpunkt ist. Dann fährst du dahin. Sieht zwar nicht wie eine offizielle Haltestelle aus, aber ja, es ist eine Haltestelle und der Bus kommt dann auch dahin. Genau, deswegen bezahlst du auch alles online. Und du kannst meistens sogar, es ist richtig entspannt mit den Busfahrten, denn meistens liegt das Hostel oder die Unterkunft auf dem Weg. Dann lässt sich der Busfahrer schon davor irgendwie raus, kannst du immer ansprechen. Oder er fährt dich sogar direkt zum Hostel. Oder es gibt auch Firmen, die dich danach mit einem kostenlosen Van oder so einem anderen Auto, so ein 7-Sitzer-Auto, die fahren dich dann auch kostenlos dahin. Das ist mega auf jeden Fall. Zum Rollerverleih. Der Verkehr in Vietnam ist nochmal ein anderer Schnack als Thailand. Also es sind sehr, sehr viele Roller unterwegs und dementsprechend solltest du dich auf jeden Fall sicher fühlen und stets einen Helm tragen, weil das kann sehr, sehr unschön enden und das wollt ihr ja nicht und wir wollten es auch nicht, deswegen. Aber wir haben es gemietet und wir haben es überhaupt nicht bereut, denn wir sind an super coole Orte gekommen und da reden wir aber gleich nochmal genauer drüber. Genau. Dann nächste Frage: In welchen Unterkünften waren wir untergebracht? In Hostels und im Hotel. Vorab, man kann es schon mal sagen, die Unterkünfte in Vietnam sind sehr, sehr günstig. Also wir haben wirklich für 1,10 € war das günstigste in einem Hostel übernachtet. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, 1,10 € so, also... Das war echt krass, günstiger als ein Essen, sag ich mal. Ja, also es ist halt, und es war wirklich sauber, es war jetzt kein Loch oder so, ne? Es war das Da Lat Family Hostel, was wir euch auch von Herzen empfehlen können. Es ist so familiär gewesen. Die erste Frage war dann am Anfang, als wir runtergegangen sind zum Hostel, ist das ein Familienhostel? Also in dem Sinne sind da Kinder mit, also Eltern und so. Und ich so, nee, ich glaube einfach, weil wir dann so Family sind und dann wirst du auch noch begrüßt mit einer Umarmung. Hatten wir noch nie. Schon mal richtig süß. Und bekommst ein Willkommensgetränk. Dann gibt es 18 Uhr immer so ein Family-Dinner, wo dann alle an so einem langen Tisch zusammensitzen und sich kennenlernen. Also es ist mega das soziale Hostel. Also es war wirklich so eine coole Erfahrung und auch alles richtig, richtig sauber. Ja. Allgemein, und wir haben ja auch in einem Hotel in Mui Ne übernachtet für 4 € pro Person, also 8 € fürs Privatzimmer.
mit Dachterrasse, mit Pool und Blick aufs Meer. Also was will man mehr in Top-Lage für 8 Euro in einem Hotel, wirklich mit toller Hotelqualität. Also die Unterkünfte waren bis jetzt in Vietnam echt am günstigsten. Und wir haben nicht nach irgendwelchen wie heißt das? Schlumpflöcher? Nee. Wie heißt denn das Wort? Ach, keine Ahnung. Wir haben nicht jetzt nach komischen Hostels oder so gesucht. Wir haben natürlich auch nach Qualität ein bisschen geguckt. Ja. Ne? Und keins davon war dreckig. Also das kann man allgemein auch sagen. Vietnam ist Das sauber. war Ne? wirklich top. Okay. Dann die nächste Frage. Wie ist die vietnamesische Küche? Die ist sehr lecker. Also es gibt, wie eigentlich überall in Asien, hauptsächlich Nudeln und Reis zu Kannst essen. nicht mehr sehen, sag ich ehrlich. Und was halt so typisch für Vietnam ist, das kannte ich vorher zum Beispiel nicht, ist Banh Mi. Das ist so ein belegtes Baguettebrötchen mit Fleisch und Salat. Gibt's auch vegetarisch. Ja, also es ist aber auch immer überall anders irgendwie, was sie darauf legen, habe ich das Gefühl. Aber Banh Mi ist das klassische Essen, was es da gibt. Und Pho, das ist eine Suppe. Pho. Genau. Ja, das ist eine vietnamesische Nudelsuppe mit Fleisch oder mit Gemüse. Ist sehr, sehr lecker. Und man kann auch tendenziell sagen, vietnamesisches Essen ist nicht so scharf wie thailändisches oder indisches Essen. Du kannst auch dort günstig essen, aber kannst da auch natürlich dein Geld loswerden, wie in jedem Land. Thema Streetfood haben wir jetzt nicht so krass erlebt. Also Banh Mi, ja, konnten wir nach dem Feiern gehen, um 5 Uhr morgens dann auf der Straße essen. War richtig geil. Aber so typisches Streetfood, was man aus Thailand kennt, haben wir in den Orten zumindest, die wir besucht haben, nicht gefunden. Da waren wir ein bisschen enttäuscht. Bisschen, ja, weil wir kannten es halt anders aus Thailand. Da gibt es ja in jeder Ecke irgendwie einen Streetfood-Stand. Aber dafür kannst du halt in den Restaurants dort auch günstig essen. Ne? Also so eine Pho-Suppe kriegst du halt für 3 Euro schon. Also verhungern werdet ihr da nicht, keine Sorge. Nee. Und ihr könnt auch westliches Essen essen, wie überall auch. Kostet dann 1, 2 Euro mehr, aber falls ihr mal Bock habt, nicht auf Nudeln und Reis, ne, wie ich zum Beispiel, weil langsam ist echt hart. Dann gibt es da auch mal eine Pizza und einen Burger, kein Problem. Genau, dann, wie haben wir das Land und die Leute erlebt? Ja, wir sind quasi ohne Erwartungen in dieses Land gereist, weil wir hatten da nicht so viele Erfahrungsberichte oder so uns durchgelesen. Und ja, wir sind positiv überrascht, auf jeden Fall. Die Landschaft ist wunderschön, was wir gesehen haben. Wir waren ja jetzt auch nur im Süden, aber das, was wir gesehen haben, war echt wunderschön. Es ist allgemein eigentlich sehr sauber. Gibt jetzt nicht viele Ecken, wo ich sagen würde, dass es dreckig war. Und die Leute waren alle sehr freundlich zu uns, sehr hilfsbereit, sehr nett. Die meisten konnten auch Englisch, also wenn du Englisch kannst, hast du echt gar kein Problem, dich da zu verständigen. Und es war allgemein, haben wir eigentlich einen sehr guten Eindruck von Vietnam gewonnen, würde ich sagen. Ja, weshalb wir uns auch klar sind, dass wir immer noch mal den Norden bereisen wollen. Die Frage ist nur wann, aber ja, das steht auf jeden Fall noch auf unserer Liste, weil ich glaube, das ist dann auch nochmal ganz interessant, nochmal die andere Seite von Vietnam kennenzulernen, weil wir haben es ja zum Beispiel jetzt nicht zur Hauptstadt geschafft, nach Hanoi. Lag ja alles an dem Wetter, weil das müsst ihr auch wissen, das Wetter das variiert sehr vom Ort. Also auch wir, während wir nur im Süden unterwegs waren, haben gemerkt, zum Beispiel Mui waren 10 Grad wärmer als Dalat. Da Nang. Aber Dalat auch, da war es richtig Ja, kalt. Dalat, ja, da waren es bis zu 17 Grad dann abends, ne? Und in Mui waren halt 30 Grad permanent und 25 Grad in der Nacht. Also ist schon mal ein Unterschied. Das waren halt nur 400 Kilometer. Das war ja trotzdem im Süden beides. Ja. Naja. Genau, also unser Eindruck war oder ist echt positiv. Gut, nächste Frage. Wie ist das Nachtleben? Hau doch mal raus. Also, Saigon war auf jeden Fall der einzige Ort, wo richtig so Party-Area war, also so eine Partygegend. Du kannst natürlich überall Party machen, wenn du die richtigen Leute und die richtigen Hostels und richtigen Bars besuchst, das ist ja nicht das Problem. Aber so eine typische Partystraße, wie zum Beispiel die Koh San Road oder die Bangla Road in Thailand, gibt es in Saigon, das ist die Walking Street. Und da hatten wir auch sehr viel Spaß, es war sehr lustig.
Auch da ist es sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Es ist eine breite, lange Straße mit sehr, sehr viel Musik, sehr, sehr vielen Leuten, die dich in ihre Bar locken wollen mit irgendwelchen Happy-Hour-Angeboten oder komischen anderen Zeug, Lachgassen, sowas. Und ganz, ganz viele Möglichkeiten zum Tanzen, Einkaufen, Massage. Also so eine typische Straße. Richtig toll. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung wert. Ja, das. Ansonsten kannst du, also wir waren auch zum Beispiel in Dalat in der Dingsbar. Ja. Wie hieß sie nochmal? Maze Bar, ne? Maze Bar. Ja, in Dalat gibt es eine Maze Bar. Die ist so ähnlich wie in unserem letzten Video gesehen habt, im Vietnam-Video, in dem vorletzten Video. Das Crazy House, wo so richtig verwinkelte Wege sind und du eigentlich tausende Wege hast. Und das ist eine richtig coole Bar über mehrere Stockwerke, wo du auch irgendwie so viele Optionen hast. Und es ist richtig cool, ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung wert. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich so schon zu unserem persönlichen Fazit, ne? Nee. Was ist sonst noch wichtig? Ja. Wichtig ist auf jeden Fall immer Internet unterwegs zu haben, Freunde. Deswegen haben wir uns eine SIM-Karte geholt. Die kriegst du eigentlich in den Großstädten an jeder Ecke. Da gibt es so einen Laden, wo du dir halt die verschiedenen Pakete dann angucken kannst und dir dann was aussuchen kannst. Ist auch relativ günstig gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie günstig. Ja, 10 Euro oder so. Ja, für 2 Wochen. Ja. Nee, weil kriegst du eigentlich überall. Ja. Oder am Flughafen oder im Hostel. Und so ist es auch mit den Touren und irgendwelchen Bustickets und so. Wenn du das nicht alles online machst, kriegst du das auch in jeder Ecke, eigentlich in den Großstädten. Das ist doch mal so. In Großstädten bekommst du einfacher an die. Also solltest immer in der Großstadt starten. Macht man ja meistens. Ja, durch den internationalen Flughafen schon. Also dann hast du eigentlich alles safe so für die nächste Zeit. Genau. Ja. Achso, und das Geld? Das hole ich mal eben. Das Geld ist gewöhnungsbedürftig. Wir können euch mal den aktuellen Wechselkurs verraten. 1 Euro ist zurzeit 26.628 vietnamesische Dong. Ja, das ist so krass. Also da waren wir immer Millionär. Ja. Hat auf jeden Fall mal ganz geil angefühlt. Das Portemonnaie platzt vor Schein. Also ich habe hier noch ein bisschen. Nee, das ist Singapur. Ich habe so viel verschiedenes Geld. Aber hier ist das, ne? Ja, das sind die dicken Also Scheine. hier 500.000 hast du dann, ne? Gar kein Problem. 200.000, 5.000. Die 10.000er sehen aus wie die 100.000er. Da müsst ihr echt richtig genau immer gucken. Ich habe richtig oft. Achso, du brauchst gar kein Trinkgeld in Vietnam geben. 0. Das wird auch nicht angenommen. Also klar wird es angenommen, wenn du darauf bestehst. Ja. Aber es ist nicht angesehen, so wie wir das aus Deutschland kennen. Du brauchst auch nicht den Taxifahrer, den Friseur oder das beim Essen. Gar nicht. Da braucht ihr kein schlechtes Gewissen haben. Aber ihr könnt natürlich trotzdem immer ein bisschen was geben. So ein 20.000 oder so. Also ja, war immer witzig. Ja. Ich habe dann immer diesen Witz gebracht. Boah, heute war der Einkauf aber wieder richtig teuer. 80.000 Euro, so, ne? So einen kleinen Einkauf. Ist schon witzig gewesen, aber es war es war bis jetzt das anstrengendste Geld. Ja, finde ich auch. Weil die scheinen auch einfach sehr ähnlich alle aussehen. Naja. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem persönlichen Fazit, zu unseren Highlights der Reise. Ja. Welche Orte haben dir dann am besten gefallen oder uns? Kommen wir gleich zusammen. Auf jeden Fall Nha Trang. Da hatten wir einfach einen wunderschönen Strand, oder du hast den wunderschönen Strand vor der Tür quasi. Es ist so underrated, ne? Wir verstehen sich, wir haben uns mit so vielen Leuten immer unterhalten. Ja, wo wart ihr denn schon, wo geht's denn hin? Und weil ja schon irgendwie alle Leute, die du triffst auf den Reisen, immer die gleiche Route haben. Also meistens triffst du die Leute auch irgendwann wieder. Ja. Daran könnt ihr euch schon mal gewöhnen. Ihr lauft einfach an der Straße an jemand vorbei, den ihr schon kennt. Ihr seid am Flughafen, ihr kennt den. Ihr seid im Bus, ihr kennt den. Einen Tag bist du in der Gondel, dem anderen Tag schwimmst du zusammen im Pool, ne? Also 800 Kilometer weiter. Also es ist immer verrückt. Man kennt sich irgendwie immer. Ja. Auf jeden Fall kann man sagen, Nha Trang ist richtig unterschätzt, weil das war richtig, richtig der schöne Ort. Es ist halt ein Urlaubsort, also da kannst du halt auch einfach perfekt
nur Urlaub verweilen, Urlaub machen und einfach das Leben genießen. Der Strand ist wirklich wunderschön, alles ist dort richtig sauber. Es ist günstig dort, also es ist jetzt nicht überteuert als bei den anderen Orten. Dann gibt es ja diese Insel, wo wir jetzt auch das eigentlich am Sonntag gezeigt haben, mit dem Freizeitpark. Twin Wonders war Ja. auch richtig cool, ist zu empfehlen. Dann gibt es ja naheliegende Wasserfälle, also du kannst auch super viel dort machen. Und es war wirklich richtig, richtig schön. Ich verstehe nicht, warum das so oft geskippt wird von Leuten. Das war auf jeden Fall unser Top-Ort, würde ich sagen. Und ich fand auch noch Saigon cool. Ja, Die Big für die City. vietnamesischen Eindrücke, genau. Ja, war Und cool. in Saigon haben wir diese Mekong-Delta-Tour gemacht, die Ja. richtig, richtig cool war. Die können wir euch auch nur ans Herz legen. Wir sind ja eigentlich immer nicht so der Fan von so touristischen Touren, weil wir dann meistens auch so Sachen besuchen, die wir gar nicht irgendwie dran interessiert sind. Deswegen machen wir meistens so, wir mieten uns einen Roller und fahren dann irgendwie selbst unsere Route. Aber diese Tour war echt richtig geil, weil du einfach richtig viel von Vietnam irgendwie gelernt hast, mitbekommen hast. Du bist ein bisschen so in die Kultur eingetaucht, das war richtig schön. Und die Leute sind auch einfach immer so nett. Also, Wir hatten einen Reiseführer, der war richtig lustig. Er hat auch die ganze Zeit Selfies gemacht und so. ja, Und es war einfach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also es ist halt nicht nur, du gehst da zu dem Fluss und schipperst darüber mit dem Boot. Du hast dann noch du hast da Lunch mit dabei gehabt. Du bist auf verschiedenen Booten gefahren. Du hattest dann noch irgendwie vietnamesischen Volksgesang, vietnamesische Süßigkeiten, Honig. alles. Also das war echt krass. Ja. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, dann haben wir noch Tempel besichtigt sogar. Stimmt, den Also haben wir wir- auch noch besichtigt. Wir dachten eigentlich echt, dass wir nur diese Flussfahrt machen und Ja. auf einmal sind wir so den ganzen Tag unterwegs und haben gefühlt ganz Vietnam in einem Tag erlebt. Genau. Vom Gefühl her, ne? Aber das war halt richtig cool und ja, zu unserem Favorite ist auf jeden Fall der Elephant Waterfall Ja, in Dalat. Dalat? ja. Nummer 1 Ja. Waterfall. Das war wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Der war ja so riesig und so schön und wir hatten da ja auch wieder mal keine Erwartungen, sind da einfach mit unserem Roller, 45 Minuten war das aber die Strecke von unserem Hostel. Aber es war- eine sehr, sehr schöne Ja, Strecke. durch die Berge, ne, wirklich hoch, runter, Kurven. Es war so eine richtig schöne Motorradstrecke, sag ich jetzt mal. Richtig, richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Hatten die ganze schöne landschaftliche Aussicht. Es war wirklich, ja, schön. Es hat Spaß gemacht und es war einfach dieser Hiking-Moment, ne? Ja, Wo wir auf einmal das klettern war wild. mussten, mit Flipflops. Es Die war Gegend ist ein an ihre Wechsel- Grenzen gekommen, sag ich euch mal so, wie es Es war ein ist. Wechselbad der Gefühle. Aber es war trotzdem, ja, sehr schön und unvergesslich. Kommen wir nur zu dem Ort, der total gehypt wird, was wir nicht verstehen können. Leute, wir sind da in die Innenstadt gefahren. und Welchen dachten- Ort denn? Ja, der Ort heißt Hoi An. Sie guckt auf uns jetzt. Wir sind da in die Innenstadt gefahren und dachten so, ja, und jetzt? Was soll hier sein? Alles- Da war nichts, da war nichts. Wir haben halt nur 2 Tage da verbracht und alle meinten so, hä? Ja, Wir waren da eine Woche und wir dachten mein uns schon Gott, nach einem ja. Tag so, was sollen wir hier machen? ja, wir hatten richtig Langeweile, das war richtig doof. Ja, es war nicht gut. Lieber einen Tag mehr in Nha Trang verbracht. Genau. Also es war Hoi An halt diese Coconut Boat Tour und ist halt so bekannt für die Schneidereien. Also du kannst ja da alles maßschneidern für super wenig Geld im Vergleich zu anderen Orten. Und aber irgendwie, der Strand war dreckig. Da, wo wir waren zumindest. Ja. Ja, die Innenstadt vom Aufbau her war halt total, die hat halt nichts hier gegeben. Es war halt, Es war halt irgendwie keine Stadt, das war halt irgendwie ein Dorf, habe ich so das nee, es war halt Gefühl einfach eine gehabt. Hauptstraße mit ein paar Läden und Ja. Restaurants. Aber es war auch alles so leergefegt. Also gar nicht irgendwie, dass da Menschen waren und so. Es hat irgendwie nicht so Das Stimmung hat uns gemacht. nicht so gefallen. Nö, aber das ist auch okay. Ansonsten hat uns alles eigentlich sehr gut gefallen und wir können es euch nur empfehlen, einmal nach Vietnam zu reisen. Falls ihr schon mal dort wart, schreibt es gerne in die Kommentare und schreibt uns auch gerne, was euer Lieblingsort ist. Ansonsten sehen wir uns am Sonntag wieder und dann erzählen wir euch was über Trusted House Sitters, was wir hier gerade in Singapur genau machen und wie wir hier umsonst wohnen können. Also seid gespannt auf Sonntag und ja, Bis dann. ach so, frohes Neues übrigens, ne? Frohes Neues. Bis dann, ciao! Tschüss.